Romantische Liebe. Wunderschön und berauschend, herzzerreißend und niederschmetternd. Und das meist gleichzeitig. Warum lassen wir uns so in die emotionale Mangel nehmen? Gibt die Liebe dem Leben Sinn oder ist sie eine Flucht aus Einsamkeit und Leid? Ist Liebe ein Deckmantel für unser sexuelles Verlangen oder ein Trick der Biologie, damit wir uns fortpflanzen? Ist sie alles, was wir brauchen? Brauchen wir sie überhaupt? Falls romantische Liebe einen Zweck hat, dann haben ihn bisher weder Wissenschaft noch Psychologie gefunden. Aber im Laufe der Geschichte haben einige angesehene Philosophen interessante Theorien entwickelt. Liebe macht uns wieder ganz. Der altgriechische Philosoph Platon stellte die These auf, dass wir lieben, um vollständig zu werden. In seinem Werk Symposion schreibt er über eine Abendgesellschaft, bei der der Komödiendichter Aristophanes die Gäste mit folgender Geschichte unterhält. Die Menschen waren einst Wesen mit 4 Armen, 4 Beinen und 2 Gesichtern. Eines Tages erzürnten sie die Götter und Zeus teilte sie alle in 2 Hälften. Seitdem fehlt jedem Menschen die andere Hälfte. Liebe ist die Sehnsucht, einen Seelenverwandten zu finden, der uns wieder vollständig macht. Oder zumindest glaubte Platon, dass das ein betrunkener Komödiant auf einer Feier sagen würde. Die Liebe verführt uns dazu, Kinder zu bekommen. Sehr viel später behauptete der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer, die auf sexuellem Verlangen basierende Liebe sei eine wollüstige Illusion. Er meinte, wir lieben, weil uns unser Verlangen suggeriere, dass uns eine andere Person glücklich macht, lägen damit aber ganz falsch. Die Natur verleitet uns zur Fortpflanzung und die ersehnte liebende Vereinigung vollziehe sich in unseren Kindern. Nach Befriedigung des sexuellen Verlangens würden wir in unser qualvolles Dasein zurückgeworfen und es gelinge uns nur, unsere Art zu erhalten und den Kreislauf menschlicher Schinderei fortzusetzen. Klingt, als brauche jemand eine Umarmung. Liebe ist die Flucht aus unserer Einsamkeit. Dem britischen Nobelpreisträger und Philosophen Bertrand Russell zufolge lieben wir, um unsere körperlichen und psychischen Bedürfnisse zu stillen. Der Mensch sei dazu bestimmt, sich fortzupflanzen, aber ohne die Ekstase leidenschaftlicher Liebe sei Sex unbefriedigend. Aus Angst vor der kalten, grausamen Welt bauen wir eine harte Schale auf, um uns zu schützen und zu isolieren. Dank Freude, Intimität und Wärme der Liebe könnten wir die Angst vor der Welt überwinden, unserer Einsiedelei entfliehen und das Leben in seiner Fülle auskosten. Die Liebe bereichere unser Sein und werde damit zum besten Teil des Lebens. Liebe ist ein irreführendes Leiden. Siddhartha Gautama, bekannt als Buddha oder der Erleuchtete, hätte wohl interessante Debatten mit Russell geführt. Buddha vertrat die Ansicht, wir lieben, weil wir versuchen, unsere niederen Begierden zu befriedigen. Doch unser leidenschaftliches Verlangen sei ein Fehler und Bindungen, sogar romantische Liebe, seien ein großer Quell des Leidens. Zum Glück entdeckte Buddha den 8-fachen Pfad, eine Anleitung, um die Feuer der Begierde zu löschen und das Nirvana zu erreichen. Einen erleuchteten Zustand von Ruhe, Klarheit, Weisheit und Mitgefühl. Der Schriftsteller Shao Shuai-Chin veranschaulichte die buddhistische Ansicht, romantische Liebe sei eine Torheit in einem der größten klassischen Romane Chinas, Der Traum der roten Kammer. In einer Nebenhandlung verliebt sich Jia Rui in Xi Feng, die ihn täuscht und demütigt. Widersprüchliche Gefühle von Liebe und Hass zerreißen ihn, weshalb ihn ein Taoist einen Zauberspiegel gibt, der ihn heilen kann, solange er nicht hineinsieht. Aber natürlich sieht er hinein. Er erblickt Xi Feng, seine Seele versinkt im Spiegel und er wird in Eisenketten abgeführt, um zu sterben. Nicht alle Buddhisten denken so über romantische und erotische Liebe, aber die Moral der Geschichte ist, dass solche Bindungen tragisch enden und ebenso wie Zauberspiegel gemieden werden sollten. Dank der Liebe wachsen wir über uns selbst hinaus. Schließen wir also mit etwas Positiverem ab. Die französische Philosophin Simone de Beauvoir meinte, dass Liebe der Wunsch sei, sich mit jemandem zu verbinden und dass sie dem Leben Sinn verleihe. Doch ging es ihr weniger darum, warum wir lieben, sondern wie wir besser lieben können. Sie fand, die traditionelle romantische Liebe könne uns so fesseln, dass wir versucht seien, sie zu unserem einzigen Lebensgrund zu machen. Doch führt die Abhängigkeit von einem anderen, um die eigene Existenz zu rechtfertigen, leicht zu Langeweile und Machtspielen. Um dieser Falle zu entgehen, rät de Beauvoir zu authentischer Liebe, die eher einer guten Freundschaft gleicht.
Liebende unterstützen einander, um sich selbst zu finden, über sich hinauszuwachsen und ihr Leben und die Welt gemeinsam zu bereichern. Auch wenn wir nie wissen, warum wir uns eigentlich verlieben, ist es immer eine emotionale Achterbahnfahrt. Liebe ist beängstigend und belebend. Sie lässt uns leiden und schweben. Vielleicht verlieren wir uns oder wir finden uns. Vielleicht bricht sie uns das Herz oder sie ist einfach das Beste im Leben. Traust du dich, es herauszufinden? Gibt es einen Unterschied dazwischen, alles über etwas zu wissen und es tatsächlich erlebt zu haben? Stelle mit diesem Gedankenexperiment dein philosophisches Denkvermögen auf die Probe.